Ohne Bakterien läuft beim Käsermeister Thomas Aeschlimann im bernischen Rüttingen gar nichts. So, dann haben wir hier die fertigen Bakterienkulturen. Bakterienkulturen sind sehr wichtig für die Käsefabrikation. Das A und O. Neben der guten Milch Qualität und Wasser, das entscheidende Bedeutung einnimmt. 40 verschiedene Käsesorten produziert der Käsermeister in seinem Betrieb. Heute verarbeitet er 5000 Liter Milch zu Raclette-Käse. Das ist jetzt ein Mix aus verschiedenen Bakterienstämmen, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass das so am besten rauskommt. Zwischendurch tun wir ein bisschen ausprobieren, ein bisschen testen, versuchen, dem Konsumenten wieder ein bisschen näher zu kommen. So, dass wir möglichst alle Geschmackssinne befriedigen können. Die Milchsäurebakterien. Sie machen die Milch dick und den Käse haltbar. Das, indem sie den Milchzucker abbauen und ihn in Milchsäure verwandeln. Außerdem geben die gleichen Bakterien im Käse Aroma und Konsistenz. Das, indem sie eine Art Verdauungssaft produzieren, die sogenannten Enzyme. Die Enzyme bauen die Milcheiweiß in der Milch im Käse ab. Je nach Bakterienkultur wird so jeder Käse anders, im Aroma und in der Konsistenz. Gezüchtet werden die Bakterien hier. Überraschend, es ist wahnsinnig warm in den Räumen von Agroscope Liebefeld in Bern. Es ist so, dass wir hier die ganzen Nährmedien sterilisieren auf über 110 Grad. Und deswegen sind die ganzen Anlagen heiß und es ist feucht, deswegen ist es relativ tropisch. Die Bakterien sollen sich also vermehren. Dafür braucht es Nahrung für sie, also Magermilchpulver. Dann wird das jetzt hier im Fermenter sterilisiert. Das heißt, wir verschließen den jetzt und erhitzen den auf über 100 Grad. Ja, da wird jetzt die Milch, die wir gerade sterilisiert haben, die ist wieder abgekühlt und wird jetzt mit der Kultur beimpft. Also wir geben dort aseptisch, ganz steril die Bakterien rein, dass nur die sich im Nährmedium gut vermehren können. Einen Tag lang werden jetzt Bakterien hier vermehrt. Pro Woche entstehen so 40 verschiedene Bakterienkulturen. Die Agroscope hat aber in ihrer Sammlung viel mehr Bakterien. 10.000 unterschiedliche Kulturen stehen der Forschungsanstalt zur Verfügung. In 2/3 von allen Schweizer Käse sind sie drin. Jetzt will der Bund die Kosten eindämmen. Darum wird die Infrastruktur der Bakterienproduktion privatisiert. Das Personal bleibt aber beim Bund. Neue Besitzerin der Infrastruktur wird die Milchbranche selber. Sie hat nicht wollen, dass dieser Teil der Agroscope einfach an irgendjemanden im Markt geht. Der Lorenz Hirt, Präsident von Käsemarketing, erklärt, warum Bakterien von unschätzbarem Wert sind. Die Produktion die ist eminent wichtig. Wir arbeiten ganz anders als die ausländischen Konkurrenten. Wir arbeiten mit Rohmischkulturen. Die sind vor über 50 Jahren in den besten Käsereien der Schweiz gesammelt worden. Und man die besten von diesen Kulturengemisch isolieren, nicht isolieren, es sind immer noch gemischt, aber rausfiltern aus diesem riesen Pool von Kulturen. Und die werden nachher eingesetzt. Die Milchbranche behaltet also den Schweizer Schatz in eigenen Händen. Das kommt auch dem Käsermeister Thomas Aeschlimann zugute. Denn ohne gute Bakterien kein guter Käse.